Können gesunde Menschen in der Psychiatrie stecken bleiben? Die meisten würden spontan sagen, natürlich nicht. Schließlich gibt es Ärzte, Diagnosen und klare Regeln. Aber was, wenn genau diese Sicherheit trügerisch ist? Was, wenn ein Mensch völlig gesund ist und trotzdem als psychisch krank gilt und nicht mehr aus diesem System herauskommt? Genau diese Frage stellte ein Experiment, das die Psychiatrie bis heute prägt und erklärt, warum wir heute mit klaren Diagnosekriterien wie der ICD-10 arbeiten. Wir gehen zurück ins Jahr 1973, in eine Zeit, in der psychiatrische Diagnosen noch deutlich weniger standardisiert waren als heute. Ein amerikanischer Psychologe stellte damals eine einfache, aber gefährliche Frage. Wie zuverlässig sind die psychiatrischen Diagnosen wirklich? Nicht theoretisch, sondern im echten klinischen Alltag. Um das herauszufinden, entwickelte er ein Experiment, das später als das Rosenhan-Experiment bekannt wurde und die Psychiatrie nachhaltig erschütterte. 8 Personen nahmen an diesem Experiment in den USA teil. Alle waren psychisch vollkommen gesund. Keine psychiatrische Vorgeschichte, keine aktuellen Symptome. Diese 8 Menschen suchten nacheinander 12 verschiedene psychiatrische Kliniken auf und sie gaben jedes Mal dieselbe, sehr minimale Beschwerde an. Sie hörten gelegentlich einzelne Worte, wie leer oder dumpf, mehr nicht. Alles andere entsprach völlig normalem Verhalten. Das Entscheidende ist, alle wurden aufgenommen. Keine der 8 Personen wurde abgewiesen, keine wurde als gesund eingeschätzt. Trotz der minimalen Beschwerde erfolgte in allen Fällen eine stationäre Aufnahme. Und damit begann etwas, das für viele der Betroffenen nicht mehr kontrollierbar war. Die häufigsten Verdachtdiagnosen waren Schizophrenie oder manisch-depressive Erkrankung. Ab diesem Moment verhielten sich alle völlig normal. Sie berichteten keine Stimmen mehr, keine ungewöhnlichen Wahrnehmungen. Sie aßen normal, schliefen normal, unterhielten sich normal. Kurz gesagt, es gab keinerlei Symptome mehr, die auf eine psychische Erkrankung hindeuteten. Ab diesem Punkt zeigte sich das eigentliche Problem. Normales Verhalten wurde nicht als normal erkannt, sondern im Licht der Diagnose gedeutet. Wenn jemand ruhig war, galt das als emotionale Verflachung. Wenn jemand Notizen machte, wurde das als krankhaftes Schreibverhalten interpretiert. Selbst ganz alltägliche Handlungen wurden rückwirkend als Ausdruck einer psychischen Erkrankung verstanden. Die Aufenthaltsdauer war erstaunlich lang. Die Personen blieben zwischen 7 und 52 Tagen stationär in den Kliniken. Wochenlang, obwohl sie sich völlig normal verhielten und keine Symptome mehr angaben. Der einmal gestellte Verdacht ließ sich nicht einfach auflösen. Das Rosenhan-Experiment machte etwas sehr Unangenehmes sichtbar. Es zeigte, dass nicht nur Symptome beurteilt werden, sondern Menschen. Ab dem Moment, in dem jemand als psychisch krank gilt, verändert sich der Blick auf alles, was diese Person tut. Das Verhalten bleibt gleich, der Mensch bleibt gleich, aber die Bedeutung, die wir dem Ganzen geben, verändert sich vollständig. Das Rosenhan-Experiment blieb nicht ohne Folgen. Es traf die Psychiatrie an einem empfindlichen Punkt. Denn plötzlich stand nicht mehr nur die Frage im Raum, wie wir behandeln, sondern wie wir überhaupt diagnostizieren. Die Kritik war deutlich. Sind psychiatrische Diagnosen zu subjektiv? Sind sie zu abhängig vom Kontext?
vom Setting, von Erwartungen. Für viele war das unbequem, aber genau diese Kritik war notwendig. Die Konsequenz aus dieser Kritik war klar. Psychiatrische Diagnostik durfte nicht länger vom Eindruck Einzelner abhängen, sie brauchte Struktur. Sie brauchte Vergleichbarkeit und sie brauchte klare Kriterien, die für alle gleich gelten. Genau hier beginnt die Bedeutung standardisierter Diagnosesysteme. Nicht um Menschen zu reduzieren, sondern um Diagnosen nachvollziehbar zu machen. Diagnosen sollen nicht vom Bauchgefühl abhängen, sondern von klar definierten Kriterien. Heute werden Symptome, Dauer, Schweregrad und Funktionsbeeinträchtigungen systematisch erfasst. Standardisierte Diagnostik ist kein starres Regelbuch, eher wie ein Navi. Es sagt nicht, wie du leben sollst, aber es hilft nicht komplett, die Orientierung zu verlieren. Auch heute ist das alles nicht perfekt. Psychiatrie ist keine Mathematik. Menschen lassen sich nicht in Kästchen einsortieren und Symptome halten sich nicht immer an Regeln. Diagnosen helfen, sich zu orientieren, aber sie sind kein Stempel und keine endgültige Wahrheit. Am Ende geht es nicht darum, ob eine Diagnose passt, sondern ob ein Mensch verstanden wird. Eine Diagnose ist kein Urteil. Sie ist auch kein Etikett, das man jemandem aufklebt und nie wieder abmacht. Eine Diagnose ist ein Werkzeug. Sie soll helfen, zu verstehen, zu erklären und die richtige Unterstützung zu finden. Mehr nicht. Und vor allem, sie beschreibt einen Zustand und nicht den Menschen. Ja, die Psychiatrie hat Fehler gemacht. Und ja, manche davon waren ernst. Aber sie hat daraus gelernt. Heute wird genauer hingeschaut, mehr hinterfragt. Weniger vorschnell beurteilt. Nicht perfekt, aber deutlich bewusster als früher. Wenn dir dieses Video geholfen hat, Dinge ein bisschen besser einzuordnen, dann bist du hier genau richtig. Psychiatrie ist komplex und genau deshalb braucht es Orientierung. Jeden Dienstag um 19 Uhr gibt es hier ein neues Video. Und wenn du magst, schau auch auf Instagram oder TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.